Ist die deutsche Rente in Thailand wirklich steuerfrei? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du darüber nachdenkst, auszuwandern, sei es im Ruhestand oder davor, aber im Steuerdschungel verheddert bist und nicht genau weißt, was es mit der deutschen Besteuerung auf sich hat, Wegzugsteuern, Strickungsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht oder was du nun im Ausland tatsächlich an Steuern bezahlen musst, dann komm doch zu einem unserer Workshop-Tage. Das sind intensive Sessions, wo wir in kleinem Rahmen genau solche Fragen rund um das Thema Auswandern besprechen. Alle steuerlichen Fragen werden dort behandelt. Da gibt es keine Vorträge, keine Präsentationen, sondern wir befassen uns direkt mit deinen Fragen und den Fragen der anderen Teilnehmer. Ein intensiver Tag. Wir machen das zum Beispiel in London oder in Zürich. Natürlich mit mir in kleinem Kreis und hinterher wirst du sehr viel klüger nach Hause fahren und deine wichtigsten Steuerfragen rund um das Thema Wegzug beantwortet haben und wissen, welche Fragen es noch mit einem Steuerberater oder Rechtsanwalt oder anderweitigen Experten zu klären gibt. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Jochen hat uns einen Artikel der Wirtschaftswoche geschickt. Ich werde ihn dir gleich zeigen. Dort hat er widersprüchliche Aussagen zu dem gefunden, was er auch in unseren Videos gesehen hat. Jochen, hier möchte ich dir herzlich für deine Zusendung danken. Und ich möchte auch alle anderen auffordern und ermuntern, uns ihre Ideen zu schicken. Geh auf unsere Webseite perspektiveausland.com. Scroll nach unten in der Fußzeile, findest du eine E-Mail-Adresse oder einen Link. Dort steht Gast- oder Themavorschlag und da kannst du uns wissen lassen, was du gerne in einem unserer Videos behandelt haben möchtest. Die meisten der Videos auf diesem Kanal nehmen so ihren Ursprung und natürlich auch darin, was wir in den Beratungsgesprächen diskutieren. Also ich lade dich herzlich ein, schick uns deine Zusendungen. Und wenn es ein Thema ist, das so interessant und relevant ist wie das von Jochen, werden wir das natürlich gerne in einem Video behandeln. Hier zunächst einmal den Artikel, den Jochen uns geschickt hat aus dem Jahr 2022. Diese Länder bieten Auswanderern die besten Chancen zum Steuern sparen. Unser Leser denkt darüber nach, seinen Lebensabend in Thailand zu verbringen. Ihn locken auch mögliche Steuervorteile. Oder wäre ein anderes Land attraktiver? Ein Fall für den Wirtschaftswoche Coach. Das hier ist der Steuerberater Markus Hornig, der beantwortet diese Frage. Mit 68 Jahren und als Pensionär nach einer Tätigkeit für die Deutsche Telekom denkt unser Leser darüber nach, auszuwandern. Thailand hat es ihm als Destination besonders angetan, mit Blick auch auf mögliche Steuervorteile. Doch ganz sicher ist er sich noch nicht, wäre vielleicht ein europäisches Land doch vorzuziehen. Markus Hornig von der Steuerberatungsgesellschaft WTS in Düsseldorf schreibt dann: Ein Wegzug nach Thailand scheint für Sie auf den ersten Blick eine interessante steuerliche Alternative zu sein, denn nach thailändischem Einkommensteuerrecht unterliegen nur solche Einkünfte der dortigen Steuer, die aus thailändischen Quellen bezogen werden. Voraussetzung ist die tatsächliche Ansässigkeit in Thailand nach dortigem Recht, also der Aufenthalt von mindestens 180 Tagen während eines Kalenderjahres. Durch die Verlagerung des gewöhnlichen Aufenthaltes und des tatsächlichen Lebensmittelpunktes nach Thailand ginge der deutsche Fiskus leer aus, selbst unter Beibehaltung eines Wohnsitzes in Deutschland, weil das entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Thailand dem Ansässigkeitsstaat Thailand als Zuzugsstaat das alleinige Besteuerungsrecht zuweist, wenn der Lebensmittelpunkt nach dem Wegzug aus Deutschland tatsächlich auch in Thailand ist. Diese Regelung gilt aber lediglich für Renteneinkünfte, nicht für eine Beamtenpension, wie Sie diese nach ihrer Tätigkeit für die Deutsche Telekom erhalten. Und außerdem hat der deutsche Gesetzgeber, und jetzt kommt der Punkt, den Jochen hier vor allen Dingen angesprochen hat, und außerdem hat der deutsche Gesetzgeber zwischenzeitlich auf dieses steuerliche Schlupfloch reagiert und eine nationale Rückfallklausel geschaffen. Danach fällt das Besteuerungsrecht wieder an Deutschland zurück, wenn es sonst zu einer doppelten Nichtbesteuerung in Deutschland und Thailand kommen sollte. Nun, viele deutsche Rentner, die in Thailand leben, werden nun vielleicht erschreckt sein. Was schreibt dieser Markus Hornig da? Kann das wirklich stimmen? Nationale Rückfallklausel, davon habe ich ja noch nie gehört. Wir selbst haben ja auch schon etliche Videos hier zum Thema Thailand gemacht und auch diese nationale Rückfallklausel nie erwähnt. Von was spricht dieser Steuerberater Hornig hier nun wirklich? Nun schauen wir uns einmal den Gesetzestext an. Hier geht es um den Paragraphen 50d des Einkommensteuergesetzes, Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung.
Hier sind wir jetzt beim relevanten Satz 9. Sind Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen, so wird die Freistellung der Einkünfte ungeachtet des Abkommens nicht gewährt, soweit der andere Staat die Bestimmungen des Abkommens so anwendet, dass die Einkünfte in diesem Staat von der Besteuerung auszunehmen sind oder nur durch das Abkommen begrenzten Steuersatz besteuert werden können. Das heißt also, Thailand nimmt ja die Besteuerung der nicht nach Thailand ausgeschütteten ausländischen Einkünfte aus und damit wäre eben die deutsche Rente tatsächlich von der Steuer in Deutschland und Thailand befreit. Wie gesagt, nicht die Pension, das ist natürlich völlig korrekt, aber die Rente. Hier gibt es aber einen ganz entscheidenden Satz, nämlich die des unbeschränkt Steuerpflichtigen. Und des unbeschränkt Steuerpflichtigen würde ja bedeuten, dass du nach wie vor in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist, weil du dort zum Beispiel einen Wohnsitz hast oder dich mehr als 183 Tage im Jahr aufhältst. Daher würde ich sagen, dass die Wirtschaftswoche eigentlich die Frage des Lesers unvollständig abgedruckt hat und warum die Aussage von Markus Hornig hier möglicherweise widersprüchlich ist. Das, was Markus Hornig sagt, stimmt natürlich, aber diese nationale Rückfallklausel gilt nur dann, wenn du weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist. Er hat darauf auch kurz in seiner Antwort angespielt. Wenn man also nach wie vor einen Wohnsitz in Deutschland hat, das heißt, es hieß nach Thailand hast weiterhin einen Wohnsitz in Deutschland, selbst wenn dort nicht dein Lebensmittelpunkt ist, sondern sich dieser in Thailand befindet, dann kannst du von dieser Steuerbefreiung keinen Gebrauch machen. Und ich denke, das hat die Wirtschaftswoche hier nicht abgedruckt, diesen Teil. Wahrscheinlich hat der deutsche Steuerzahler gesagt, ich werde nach wie vor eine Wohnung in Deutschland, einen Wohnsitz in Deutschland behalten. Und dann ist es tatsächlich so, dass dann die nationale Rückfallklausel gilt, aus dem Paragraph 50d, die ich dir gerade eben vorgetragen habe. Aber ansonsten gilt sie natürlich nicht, denn Deutschland hat ja auch überhaupt gar kein Recht, dann auf die Einkünfte zuzugreifen, denn das Doppelbesteuerungsabkommen mit Thailand sagt ja etwas anderes. Also summa summarum, ich würde jetzt dem Markus Hornig hier, wie man auf Englisch sagt, the benefit of the doubt geben. Ich denke, die Wirtschaftswoche hat hier etwas schlampig agiert, hat den Artikel nicht korrekt wiedergegeben. Das, was Herr Hornig sagt, ist natürlich korrekt, aber eben nur dann, wenn es einen Wohnsitz in Deutschland gibt. Wir haben das Ganze natürlich auch bestätigen lassen durch das Finanzamt Neubrandenburg. Du weißt vielleicht, das Finanzamt Neubrandenburg ist für deutsche Rentner zuständig. Das Finanzamt Neubrandenburg hat ganz klar schriftlich bestätigt, dass Deutschland kein Besteuerungsrecht hat, dass die Rente allein in Thailand zu versteuern ist. Und wenn Thailand dieses Recht nicht wahrnimmt, weil du zum Beispiel die Rente nicht nach Thailand überweist, dann ist sie tatsächlich steuerfrei. Dann musst du weder in Thailand noch in Deutschland Steuern darauf bezahlen. Ein paar Dinge muss man aber jetzt hier natürlich verstehen. Das Doppelbesteuerungsabkommen mit Thailand ist besonders alt. Das ist aus den 60er Jahren. In den neuen Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland abgeschlossen hat, zum Beispiel in dem mit den Philippinen aus dem Jahr 2022, ist das nicht mehr so gegeben. Dort ist definiert, dass die deutsche gesetzliche Rente in Deutschland zu versteuern ist und in den Philippinen dann höchstens noch Betriebsrenten und eben auch private Renten. Andere Doppelbesteuerungsabkommen haben komplett andere Regelungen. Hier ist es also wichtig, dass du bei einer Auswanderung, egal ob es jetzt um eine Rente geht oder auch um sonstige Einkünfte aus Deutschland, vor dem Wegzug dich genau durch deinen Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten lässt, damit du genau abklärst, wo Steuern zu bezahlen sind. Manchmal macht es dann auch Sinn, eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt anzufordern, damit man hier sicher gehen kann. Aber grundsätzlich sind diese Doppelbesteuerungsabkommen auch aus deutscher Sicht sehr belastbar. Wir haben viele Mandanten, die in Thailand leben und keine Steuern auf die deutsche Rente bezahlen. Wir haben auch Mandanten, die in Thailand leben, dort ein LTR-Visum haben und für einen deutschen Arbeitgeber arbeiten und auch auf das deutsche Gehalt keine Steuern bezahlen, weder in Thailand noch in Deutschland. Also, da sind schon interessante Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden. Letzteres funktioniert zum Beispiel auch bei den Philippinen, aber da braucht man ein sehr genaues Auge und da muss man sich sehr genau damit befassen, was dann in dem Zuzugsstaat tatsächlich möglich ist. Vielfach, das muss man ganz ehrlich sagen, entscheidet man sich auch für einen bestimmten Staat, weil diese Steuervorteile vorhanden sind. Früher zum Beispiel gab es ja in Portugal den NHR-Status, den gibt es jetzt nicht mehr. Da sind viele Ruheständler nach Portugal umgezogen. Das ist jetzt nicht mehr attraktiv. Das heißt, jetzt ziehen sie zum Beispiel nach Griechenland oder nach Italien, wo es Programme gibt, die jetzt sogar noch attraktiver sind als der ehemalige NHR-Status.
Also, wenn die steuerliche Komponente bei deinem Wegzug ein wichtiges Thema ist, dann solltest du dich auf jeden Fall dort eingehend und auch rechtzeitig informieren, damit du dann die richtigen Entscheidungen treffen kannst. So, Jochen, ich hoffe, wir konnten damit deine Frage klären. Vielen Dank für die Zusendung, vielen Dank für die Idee zu diesem Video und nochmals eine Aufforderung, eine Bitte an alle anderen, die zuschauen, die zuhören, sendet uns gerne eure Vorschläge. Wir lesen jede Zuschrift und machen gerne ein Video, wenn es für die Community interessant ist. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern befasst, dann nimm doch gerne an einem unserer Seminare und Events teil. Ansonsten natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch mit mir buchen. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensaufbau, Erwerb zweiter Staatsbürgerschaft und Plan B. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.